Jo, was geht? Es ist fast schon 3 Monate her, dass ich ein latest Pickup-Video gemacht habe. Und ich habe in der Zeit, wie man sehen kann, einiges geshoppt. Und deswegen wird es Zeit, ein neues latest Pickup-Video zu machen. Schreibt mir super gerne rein, wie ihr die Pickups findet. Egal, ob gut oder schlecht. Und wir fangen direkt an mit dem ersten Pickup, weil wir haben wirklich einiges vor uns. Ich fange mal mit Schuhen an. Und zwar mit diesen Ugg-Boots. Und ich fand die echt sehr, sehr nice schon von der Optik her, weil die mich so an einen 4-to-4-Boot bzw. einen Etico-Boot erinnert haben mit diesen Falten hier. Und dann, als ich nachgelesen habe, dass sie wasserfest sind und auch sehr, sehr warm halten sollen, war ich sehr, sehr neugierig. Vor allem für den Preis. Ich glaube, ich habe 250 € gezahlt, was echt okay ist. Und jetzt habe ich sie eine Weile und ich muss ehrlich sagen, momentan einer meiner Lieblingsschuhe für die Saison. Halten sehr warm und die funktionieren bei Regen hervorragend, weil es kein echtes Leder ist. Passen super in meine Rotation rein. In letzter Zeit kaufe ich eigentlich nur Boots. Ein Sneaker hat es mir doch richtig angetan. Und zwar ist der von New Balance in Kollaboration mit Amine oder Amine. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Und so sieht der Spaß aus. Ist natürlich eine extreme Farbe. Gar keine Frage, ist ein wirklich aber schönes Grün. Die Sohle leuchtet sogar im Dunkeln. Also wirklich hier, das ganze Element kann im Dunkeln leuchten. Ist mal eine nice neue Silhouette von einem Runner-Sneaker. Und wie bei allen Runner-Sneakern, der ist super bequem, ne? Wir machen weiter mit einem Geschenk an mich. Und zwar habe ich so ein Pendant bekommen, beziehungsweise Charm. Der hier ist von LV und ist so ein Kleeblatt mit so ein paar Stickungen drauf. Ich liebe so kleine verspielte Elemente. Ist natürlich absolute Geschmackssache. Ich kann es an ein Outfit hängen. Das ist sehr selten der Fall, dass es cool aussieht. Aber was ich grundsätzlich gerne mache, ist Taschen zu aufwerten. Ich habe nämlich so ein paar verschiedene Reisetaschen und hier auch so eine Umhängetasche von Le Mer, diese Croissant Bag. Und da kann man wirklich hervorragend an die Seite so einen Charme hängen. Wie gesagt, das ist was sehr Verspieltes und nicht jeder feiert es. Aber ja, war ja eh ein Geschenk, also kann man sich darüber überhaupt nicht beschweren. Wir machen weiter mit einem Accessoire und zwar mit einer Hosenkette. Ich komme mal näher ran. Und zwar ist es eine Hosenkette, die aussieht wie so Knochen, beziehungsweise so Armknochen, so Elle und Speiche mäßig, die dann die Kettenglieder einzeln sind. Die Kette ist komplett aus Sterling Silber, sehr wertig. Hat auch wirklich einen sehr nicen Verschluss. Man zieht hier so dran und dann kann man das hochklappen. Hier auf der Rückseite kann man eigentlich den Schlüssel dranhängen. Ich habe hier so einen silbernen Karabinerhaken ran gemacht. Einfach damit ich die an die Gürtelschlaufen hängen kann. Ich trage meinen Schlüssel nämlich woanders. Die hier ist von Supreme in Kollaboration mit Yohji Yamamoto und war sehr, sehr pricey. Aber von so einer wertigen Kette hat man auch, glaube ich, unendlich lang was, weil ich glaube nicht, dass sie kaputt geht. Wir gehen weiter. Ich mache das so jetzt mal ein bisschen nach Brand, weil ich teilweise bei manchen Brands mehrere Sachen bestellt habe. Und zwar das erste, ist auch schon am längsten bei mir, glaube ich, sind Pickups von Peso. Wir fangen an mit dieser Hose hier. Ist wirklich sehr, sehr nice, finde ich. Der hat nämlich einen sehr uniken Wash mit extrem lauten Whiskers und auch hier unten einer extrem lauten Waschung. Auch auf der Rückseite hier in der Kniebeuge, in der Kniekehle. Ich habe sie gerade wegen der Waschung genommen. Ein Schnitt, würde ich sagen, ist ein sehr, sehr normaler Baggy-Schnitt. Für den Preis vor allem ist es echt gut. Ich glaube, die hat 120 € gekostet. Wir machen weiter mit einer Fleecejacke von dem Release. Und zwar ist es dieses Fleece, was ein All-Over-Print hat in Braun. Ich glaube, das gab es in 2 Colorways. Gab es noch in so einem helleren Colorway. Ich wollte mir vor allem mal den Fit angucken, weil der sah sehr nice aus auf den Bildern. Und wurde auch nicht enttäuscht. Also die Jacke sitzt wirklich perfekt. Das Einzige, was ich so ein bisschen so naja finde, es gibt Fleeces, die sind auch aus Cotton. Und die fühlen sich meiner Meinung nach richtig nice an, so richtig soft. Und das ist auch weich, aber man hat trotzdem, vielleicht ist es auch, weil ich weiß, dass es Polyester ist, es fühlt sich so ein bisschen nach Polyester an. Das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes, aber es könnte noch so ein Ticken nicer sein. Ich hatte nämlich schon mal Cotton Fleece Sachen in der Hand und das fühlt sich schon nochmal, finde ich, wertiger an. Ich mache direkt weiter mit der letzten Sache, die ich dort eingekauft habe, und zwar diese Peso Pufferjacke. Das hier hat so ein echt cooles See-Through-Material. Da haben ja einige gesagt, dass es einer CP Company Jacke ähnlich aussieht, aber letztendlich so nur das Material hat Ähnlichkeiten. So eine CP Company Jacke sitzt nicht so puffy wie die hier. Wenn man generell Pufferjacken nicht mag, dann ist es nichts für einen, aber ich brauchte eine basic-farbene Pufferjacke für den Winter und die ist Preis-Leistung richtig gut. Also 220 € für eine Pufferjacke in der Qualität findet man wirklich schwierig. Ich meine es vollkommen ernst. Also wenn man so bei so Fast-Fashion-Firmen wie bei Zara und H&M, ich will jetzt gar nicht Peso mit Zara und H&M vergleichen, aber da kosten Pufferjacken teilweise 150, 160 € und die sind so kacke von der Qualität und so eklige Materialien auch, wenn man die anfasst. Wie gesagt, Pufferjacken müssen einem gefallen. Der eine mag es, der andere nicht. Ich bin sehr zufrieden mit der. Eine andere Brand, wo ich was eingekauft habe in der Zeit, die habe ich jetzt auch schon länger und bin sehr, sehr happy, dass ich die inzwischen habe, weil ich die wirklich viel trage. Und zwar ist es diese Basic Baggy Denim, würde ich sagen, von Raven. Eine italienische Brand. Die Sachen sind made in Italy. Hat eine wirklich, also ich finde die Waschung extrem gut gelungen. Das ist so eine Waschung, die kann man zu allem tragen. Die hat halt hier einige so Paint Splatter und so Dirt Marks mit drin. An den Beinöffnungen hat es sehr, sehr nices Distressing. Auch an den Taschen so sehr subtile
viele kleine Vintage-Elemente und ist auch wirklich plain. Hat nirgendwo irgendwo fett das Logo stehen. Natürlich Patch hier, das ist natürlich gebrandet, aber das ist trotzdem ein nices Branding. So, es ist jetzt nicht irgendwie irgendwas Hässliches. Die ist im Vergleich zu so Streetwear-Bubble-Markenpreise etwas höherpreisig. Auch jetzt nicht extrem, ich weiß nicht mehr genau, 150 € oder sowas. Und das ist für so eine Denim echt super solid. Die ist sehr, sehr wertig. Jetzt kommen wir zu einer Brand, wo ich sehr gemischte Gefühle habe. Und zwar habe ich eine Brand auf meiner For You-Page gehabt, die eine coole Brand-Ästhetik hatten, zumindest von den Bildern her. Und dann war ich etwas neugierig und habe mir die Sachen angeguckt und habe festgestellt, dass es eine Brand aus Korea ist und dachte mir, oh cool, das ist bestimmt auch eine Brand, die nicht so viele Leute hier auf dem Schirm haben. Und mir gefallen die Pieces von den Bildern echt gut. Hab dann so ein bisschen mal nachgeguckt, weil ich mir echt unsicher war. Viele Sachen gab es entweder nur in einer Size, dafür aber dann in verschiedenen Colorways. Und ich konnte nicht so ganz entnehmen, auch bei den Bildern waren keine Beschreibungen großartig. War mir unsicher, ob das nicht vielleicht Dropshipping ist. Ich habe da ein bisschen Bilder nachgesearcht, habe aber nichts gefunden, wo ich sagen könnte, okay, das ist jetzt Dropshipping 1:1. Die Sachen kamen auch alle aus Korea und der Kundensupport, weil ich so ein bisschen Probleme hatte mit dem Zoll, war auch super, super hilfreich, hat auch sauschnell geantwortet. Also da kann ich gar nichts sagen, aber als ich die Pieces ausgepackt habe, war es so ein bisschen so, oh, irgendwie komisch. Alle Sachen hatten zwar einen Hangtag von der Brand dran, aber kein Piece hatte dasselbe Brandtag drin. Da waren immer andere Brandtags drin bei jedem Piece. Preislich war es echt super, super günstig, aber ich bin mir unsicher immer noch, weil ich glaube, die nehmen Pieces, die fertig sind und schneidern die um. Und dann haben die einfach nur eine Größe und machen das nur einmal und machen ganz, ganz viele Pieces, weil die haben echt sehr viele Pieces und releasen relativ häufig Sachen neu. Und an sich ist ja cool, wenn so mäßig geupcycelt wird, aber das wird halt nirgendwo betont und dadurch, dass andere Brandtags immer überall drin sind und nicht wirklich Waschanleitungen oder Zusammensetzungen, hat es bei mir wirklich eher so ein negatives Bauchgefühl insgesamt und ich bin mir unsicher, ob ich mir jemals wieder was bei der Brand bestellen würde. So, genug gejappt. Ich fange mal mit dem schlichtesten an. Und zwar ist es eine schwarze Trackjacke und ich glaube, wenn man es hier so halte, kann man schon entnehmen, der Schnitt ist relativ cropped und die Ärmel sind sehr ballonförmig. Es hat mir an der Jacke sehr gut gefallen, weil es ist einfach relativ basic, was man nicht so genau sieht auf den ersten Blick. Und überall Ziernähte, die einmal so rundherum gehen, so diagonale. Die auch hier auf der Vorderseite sind auch nochmal so Ziernähte. Aber hier sieht man es, die Brand heißt Colin und dann ist hier einfach ein anderes Brandtag drin. Naja, ja, aber die war vom Schnitt sehr, sehr cool. Ich muss auch sagen, getragen sieht die echt nice aus. Die nächste Jacke, beziehungsweise eher Zipper, ist auch relativ ähnlich, nur dass die hier ein bisschen schicker ist und einen anderen Stoff hat. Die hat hier so einen relativ nicen Pinstripe-Stoff. Deutlich schicker aus, ist halt auch super, super simpel. Also 2 Vordertaschen, kein Branding, kein gar nichts, einfach eine schlichte Jacke. Solider Stoff so von der Haptik her, sehr dünn aber, also kann man jetzt nicht bei kälteren Temperaturen tragen als Jacke, aber so um das Outfit aufzuwerten, um zu layern, wirklich nice. Die nächste Jacke, wo ich so ein bisschen hin und her gerissen bin, ist diese Camo-Jacke. Ist eine Regenjacke und hat einen an sich cool aussehenden Rippstoff, hat auch überall Verstellbänder an den Ärmeln und hier unten am Saum und hier oben noch diese Zipper, um den Kragen weiterzumachen auf beiden Seiten. Kapuze kann man auch zusammenziehen und hat auch diese Kappe, um wirklich so rainproof zu sein und ich glaube auch, dass die ganz gut wasserabweisend ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, von der Verarbeitung ist, glaube ich, das schlechteste Piece. Hier sind so viele unsaubere Nähte innen drin und halt auch wieder ein ganz anderes Brandtag drin. Hätte ich aber gewusst, dass sie so schlecht verarbeitet ist, wie die es ist, hätte ich sie wahrscheinlich nicht bestellt. Also das kann ich schon mal sagen. Aber all in all ist okay. Machen wir weiter mit einer Hose, die ich dort bestellt habe. Und die hier war mit dabei, die ich ganz cool fand, weil, man sieht es glaube ich auch schon, die hat einen sehr nicen O-Beinschnitt. Und ich habe nicht so viele Hosen, die so einen extremen O-Beinschnitt haben. So ein bisschen angedeuteten schon, aber der hier ist ja wirklich sehr extrem. Dadurch, dass die Hose ansonsten sehr schlicht ist, also sie hat halt so ein paar so Ziernähte unten am Schritt, ist sie super, super simpel und ich finde, die Farbe ist halt ultra nice. Also es ist genau meine Farbe. Selbe Ding wieder hier. Ganz anderes Brandtag drin. Da steht zwar drin Made in China, aber das war's. Also auch keine Waschanleitung. Und hier ist leider auch wieder, muss ich sagen, die war zwar echt günstig, aber die Verarbeitung ist echt nicht so mega geil. Also aus meinem Kleiderschrank ist wirklich die schlechteste verarbeitete Hose. Und ich lege sehr, sehr hohen Wert auf Hosen, weil ich finde, Hosen ist somit eigentlich das Geilste im Kleiderschrank. Da kann man Outfits so krass verändern mit. Ja, war jetzt auch kein finanzieller Totalschaden. Ich glaube, die hat mit Zoll 70 €, 80, wenn überhaupt. Wir machen weiter mit den besten Pieces von dem ganzen Einkauf von der Brand. Und zwar dieser Waffle Knit. Ich glaube, man sieht es auch ganz gut auf der Kamera. Der ist so dirt gewashed. Sieht aus, als wäre der komplett dreckig. Hat diesen wirklich sehr roughen Look und überall Distressings und Löcher. Der fühlt sich auch gut an, muss ich sagen. Und ist getragen auch mein absolutes Lieblingspiece vom Schnitt. Und genauso cool geht es weiter, meiner Meinung nach, mit diesem gestreiften Langarm, was so dip-dyed ist. Also ich denke mal, die haben das einfach so genommen und dann in einem Farbbecken getaucht. Und dadurch ist dieser coole Übergang
entstanden, wobei man es nicht wirklich Übergang nennen kann, aber so mäßig. Aber auch sehr, sehr nice. Ist auch ein Diagonal Weave Fleece Material, wie so ein Sweater halt. Ärmel und unterer Saum sind einfach so roh abgeschnitten, dass es sich so ein bisschen kräuselt und halt roh aussieht. Ist auch wieder verarbeitungstechnisch wie bei allen Sachen von denen. Also die Quali stimmt halt einfach nicht, deswegen kann ich das nicht weiterempfehlen, aber wenn man den Look haben will, ist man trotzdem gut aufgehoben. Schnitt ist auch echt gut bei dem hier. Schnitte generell waren eigentlich top bei der Brand. Es ist halt wirklich nur Verarbeitung, Kommunikation, was Pieces angeht und halt auch so dieses Labeling, Zusammensetzung, Transparenz einfach nicht so geil. Ich habe, glaube ich, für alle Pieces zusammen mit Zoll, also Zoll waren nochmal 80 Euro oder so oder 90 Euro, 380 Euro ungefähr ausgegeben und bei manchen sehe ich den Preis einfach nicht, weil einfach die Qualität nicht stimmt. Das geht deutlich besser. Naja, wir machen weiter und zwar war ich in Österreich und generell meinen Winterjackenschrank habe ich ziemlich aussortiert und sehr viele verkauft auf eBay. Aber nichtsdestotrotz dachte ich mir, es wird mal Zeit für etwas Schickeres, was Winterjacken angeht und dementsprechend habe ich mir diese Shearling Winterjacke geholt und das ist echt Shearling. Dementsprechend war die leider auch sehr, sehr teuer, muss man wirklich sagen. Ist aber wirklich einer der krass verarbeitesten Jacken aus meinem Kleiderschrank. Wie man sehen kann, ist der Schnitt sehr regulär geschnitten. Es ist aber ein zeitloser Schnitt meiner Meinung nach. Diese Jacke kann ich dann auch noch tragen, wenn ich älter bin, wenn die dann auch schon mal ein bisschen Patina bekommen hat über die Zeit und da sehe ich mich nicht so dran satt. Wenn es jetzt sehr cropped wäre, dann wäre das extrem modern und ich weiß halt nicht, ob ich in, keine Ahnung, 5 Jahren das immer noch so cool finde und davon habe ich deutlich länger was. Und dann noch eine Winterjacke, auch etwas schicker, aber von einer Brand, die deutlich mehr Leute kennen und zwar von Systemic. Da kamen deren ersten Winterjacken raus und ich fand die richtig, richtig sexy und habe mir die hier geholt. Da gab es 3 Colorways, beige, schwarz und diesen braunen Ton und da muss ich sagen, ist wirklich so eine nice Jacke, Preis-Leistung crazy gut. Die ist top verarbeitet, kommt mit einem Holzkleiderbügel, der wirklich sehr sexy ist. Richtig heavy auch. Die Jacke generell ist richtig heavy. Die sieht gar nicht so schwer aus, wenn du die anhast. Du wirst richtig fett umarmt und hat eine Kapuze, die man abmachen kann mit so Druckknöpfen. Dies kam auch noch mit so einem Dustbag dazu, den man drumherum machen kann, wenn man die länger in den Kleiderschrank hängt, damit die nicht einstaubt. Hat auch vorne diese Taschen hier zweifach, oben und unten mit den Custom Druckknöpfen und dann hier an der Seite eine versteckte Tasche hinter der Tasche, wo man die Hände reinmachen kann. Also man verzichtet trotzdem nicht auf die Seitentaschen, die alle so wichtig finden, damit die Hände schön warm bleiben. So, das waren natürlich einige Pickups. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie gesagt, welche du cool fandest, welche du nicht so cool fandest. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen und sonst sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.